Die haben uns doch schon durchgelesen, das reicht doch. So interessant waren die meisten nicht. So interessant waren die nicht. Also, es läuft alles. Crit-Rate ist am Start. Blink Attack. Was mich jetzt nämlich interessieren würde, ist diese Passive mit Left-Hand Damage plus 50%. Wie viel das tatsächlich ausmacht, weil die Left-Hand ist ja eigentlich nicht so wichtig bei Blade. Der Schaden von der. Würde mich jetzt aber mal sehr interessieren, wie viel das ausmacht. Oh, erstmal automatisches Angreifen aktivieren. Und wo ist der Damage-Counter? Oh, hier. Gut. Machen wir mal eine Minute. Ja. Keine Power-Ups, by the way. Keine Power-Ups bis auf Crit-Rate. Keine Power-Ups bis auf Crit-Rate, 600.000 Damage. Ja, moin. Weniger Schaden als Krauschi. Ja, Krauschi hat aber Crit-Damage. Power-Ups meine ich. Junge, das ist geistesgestört. Wenn ich H10 würde, wäre das 1 Million Schaden. Das wäre 1 Million Damage ohne Power-Ups. Und ohne irgendwelche Debuffs. Achso, ich habe kein AC, oder? Verdammt. Achso, jetzt sehe ich aber den Schaden gar nicht, wenn ich selber nicht angreife. Machen wir mal Moonbeam. Machen wir mal Moonbeam. Wieso sehe ich den Schaden immer noch nicht? Ah, hier so. Reset. Ja. Achso, ja gut, okay, der Chart keine 200 Cast-Time. Kommt vielleicht auch noch dazu. Ich habe nicht mal Haste gebufft. Ups. Aber er hat auch so keine 200 Cast-Time, glaube ich. Wie viel Cast-Time hat er? 188. Ja. Ja, ist schon heftig. Aber das geht natürlich noch ein bisschen besser. Achso, genau, ich wollte erstmal gucken, was der Skills macht. Also es war jetzt ohne den Left-Hand Damage plus 50%. Also waren so 500 bis 600.000 waren es jetzt ohne Left-Hand Damage plus 50%. Jetzt haben wir Left-Hand Damage plus 50%. Warum ist eigentlich diese scheiß Lesezeichenleiste? Junge Firefox, du bist ein Haufen Scheiße. Wie deaktiviere ich denn das? Diese Drecksleiste, Alter. Ist das zum Kotzen. Ich hasse Browser so sehr. Browser Gaming ist wirklich das Schlimmste auf der Welt. Okay, scheint echt gar nicht so viel auszumachen. Oh, Berserk vergessen? Ups. Sorry. Mein Brain ist schon wieder fried. Ja, das macht aber trotzdem nicht so viel Unterschied. Rechtsklick, Lesezeichen, Symbolleiste nie anzeigen. Danke, Sir. Sie sind ein Browser-Pro-Gamer. Ja, aber das macht echt nicht so viel Unterschied, diese 50%. Hätte ich jetzt tatsächlich mehr erwartet. Also es ist zwar bekannt, dass die zweite Waffe, was jetzt reinen DPS angeht, keinen wirklichen Unterschied macht. Aber was waren das jetzt so 50.000? Also davor war es nicht konstant 6, also jetzt sind es konstant so 640.000 plus. Das sind jetzt so 640.000 plus und davor war es war definitiv weniger. Ich glaube, es war sogar weniger als 600.000. Let me double check. Ja. Da läuft Berserk GT. Ja, so 50.000 mehr vielleicht. 50 bis 80.000. Aber das ist auf jeden Fall mehr. Ja, davor waren es so 5, 60, 70 und jetzt waren es 640. Also schon deutlich mehr. Also schon ein krasser Buff.
Junge, ist einfach passiver Skill und du machst einfach 80.000 DPS mehr. Das ist geistesgestört. Auch wenn sich das natürlich mit Left-Hand Damage plus 50% hört sich natürlich nach viel mehr an. Aber wie schon gesagt, man weiß ja eigentlich, dass die Left-Hand bei Blade nicht so wichtig ist. Was denn jetzt eigentlich Schaden angeht. Was ich gar nicht checke, ist, gibt es noch einen Grund, Blade nicht zu spielen? Nein, gibt es nicht. Okay, dann knallen wir doch mal alle Power-Ups rein. Die muss ich aber erstmal kaufen. Concoction. Upcut habe ich. Lion habe ich sogar auch. Tiger meine ich. Tiger Rabbit. Aktivieren wir die beiden nochmal neu, weil die laufen gleich ab. Ihr sagt, wenn ich was vergesse. Machen wir noch mit Level 3 Power Scroll. Oh. Noch eine Level 3 Power Scroll. Elle Upcut. Elle Upcut. Oh, wie heißt der? Warteal. Ach ne, den kann man gar nicht kaufen, ne? Element Select. Ein Warteal Stone. Ah, kann man ja auf beide Waffen machen. Mhm. Man merkt, dass ich nicht auf Blade spiele. This is news to me. Okay, Elle Upcut ist drauf. Crit-Rate, Crit-Damage, Dex, STR, Power Scroll Level 3, Upcut Stone ist auch an. Das müsste dann aber eigentlich tatsächlich fast alles sein, oder? Tränke und Medizin. Das war's, oder? Doppel-Elle Upcut, Upcut, Concoction. Man gibt noch so einen Scheiß wie Goldwork, aber das kann man ja nicht kaufen. Es gibt noch ein paar Sachen, aber die habe ich jetzt halt nicht. Link Attack läuft noch 15 Minuten. Also, das müsste jetzt schon noch mal krasser sein. Also, GT, Berserk und Go. Damn, ich dachte, er macht echt 2 Millionen. Aber das ist immer noch ohne Debuffs und ohne HC. Also HC alleine wird es auf locker 2 Millionen wahrscheinlich bringen. Und dann fehlen noch die Element-Debuffs. Und das wäre auch das nächste, was man testen muss. Dieser Skill hier nämlich, Storm Slash, hat eine Mastery, verringert den Widerstand gegen alle Elemente um 70%, was geistesgestört ist. Ich weiß nicht, ob das am Dummy funktioniert. Keine Ahnung, ob das am Dummy funktioniert. Ach so, und man muss auch dazu sagen, ich habe auch das falsche Set an, by the way. Also, ich bin mir ziemlich sicher, mit dem Lycanif, beziehungsweise mit den neuen Sets, also mit den neuen Sets auf jeden Fall, würde man mehr Schaden machen. Genau. Schau mal, F3. Oh, es funktioniert. Reset, Reset, Reset. Jetzt ballert der Elementor hier auch noch Skills drauf. Alter, ist das heftig. Wie viel Cooldown hat das? 1 Minute 30, okay. Junge, dieser 70% wieder, der macht einfach 500.000 DPS. Plus. Aber nur für 15 Sekunden. Aber das ist geistesgestört. Einfach von 1 Million auf 1,5 Millionen. Und das durch sich selbst. Das kann er einfach selber. Er braucht nicht mal mehr einen Elementor dafür. Und immer noch ohne HC. Das ist ohne HC. Kein Holy Cross. Das ist wirklich geistesgestört. Einfach casual, jeder Crit einfach um 600... Also jeder Crit von der Axt macht einfach um die 600.000. Die meisten sogar über 600.000. Oder einige über 600.000. Jetzt ist Berserk abgelaufen. Crazy.
Ja, Open World wäre noch ganz lustig, wie schnell die Monster sterben, weil die haben ja nur 1 Million HP. Das müssten halt saftige Two-Shots sein eigentlich. Also, nicht jeder, nee, naja, nicht jedes Mob, aber schauen wir noch mal in die Open World damit. Testest du von allen Klassen den 1v1-Schaden? Nee, das ist tatsächlich echt ziemlich nervig. Das geht leider nicht. Locum. Du musst dir halt immer, du musst dir das komplette Equipment für jede Klasse selber craften. Und es dauert halt echt lange. Also allein die Waffen auf Ultimate plus 7 zu bringen, den Schmuck, also das ist echt arschlochnervig. No joke. Das macht sowas von keinen Spaß. Pets gibt's auch nicht. Pet musst du auch selber craften. Das ist so unfassbar nervig. Es kostet alles unfassbar viel Zeit. Und das sind halt wirklich so Sachen, die einfach so sinnlos sind, weil sich da halt einfach nichts verändert hat durch das Update. Das ist einfach genau das gleiche wie vorher. Wirst zum Beispiel vom Elle den 1v1-Damage testen? Kann ich machen. Die Frage ist nur, wofür. Jeder weiß, dass Elementor keine 1v1-Klasse ist, Sir. Ehrlich gesagt würde ich das appreciaten, wenn das wieder einer von den Moderatoren macht. Also wenn das bei den Moderatoren auch immer so war, dass sie das komplett selber craften mussten, komplett, dann muss ich sagen, echt Respekt, dass das überhaupt mal jemand gemacht hat, weil das dauert, da bist du 20 Stunden beschäftigt. Weil die haben ja auch immer noch alle Kombinationen getestet. Also da bist du Ewigkeiten beschäftigt. Und wenn du da jede x-beliebige Kombination getestet hast, 30.000 Jahre beschäftigt. Oh, ich habe aus Versehen den Skill gemacht, lol. Hier ist irgendjemand abgenippelt, das ist jetzt natürlich schlecht. Mit einem Klick angreifen, so. Ja, dass jetzt genau hier jemand abgenippelt ist und die ganzen Monster Half-Life sind, ist natürlich kontraproduktiv. Aber das war der erste Two-Shot. Monster 2 Level über mir. Geh mal höhere Mobs 3 Level über dir. Aber wieso? Killtime ist das Wichtigste. Monster 2 Level über dir zu töten reicht vollkommen. Zu höheren Monstern zu gehen ist sinnlos. Die haben 989.000 HP und sterben wie die Fliegen. Das ist immer noch ohne HC, wobei sich HC ja natürlich nicht wirklich lohnt. Damit HC würdest du sie teilweise one-hitten können. Two-Hit. Fast Two-Hit, der hat noch 1700. Uff. Welches Achievement habe ich bei denen denn? Ups. Welches Achievement? Oh, ich habe sogar schon Level 4 von denen. Ich habe schon 5000 von denen getötet. Ja, aber fehlen immer noch 6% Angriffskraft, würden noch durch so ein Achievement draufkommen. Du kannst ja bis 15% haben, ich habe nur 9. Also da kommen auch nochmal 6% Damage drauf. Oder ATK. Und das ist jetzt nicht mal so unrealistisch. Also zumindest von den Power-Ups her. Das Equipment ist natürlich ein bisschen unrealistisch. Eine Ultimate 7 Behemoth Axe, ich meine, das ist jetzt natürlich etwas, was du definitiv erstmal nicht lange Zeit nicht haben wirst. Aber ich sag mal, der Rest ist schon relativ realistisch. Also Schmuck ist jetzt wirklich nicht schwierig, Ultimate plus 5 durch FEC. Das Set ist sogar ziemlich bad, das ist alles andere als best in Slot. Die Blessings sind auch nicht wirklich krass. Man könnte auch viel bessere Blessings haben. Also so unrealistisch ist das gar nicht. Das einzige Unrealistische ist eigentlich die Behemoth Axe und das Schwert auf jeden Fall mit den 16% PvE-Schaden. Und das Pad ist auch nicht perfekt, stimmt. Also es ist gar nicht so weit entfernt von dem, was man realistisch schaffen kann auf jeden Fall. Zumindest auf dem nächsten FEC-Server. Auf Borodeng wird es lange Zeit niemand haben. Aber auf dem nächsten FEC wäre das hier schon auf jeden Fall erreichbar. Und das halt bei Monstern, die einfach 1 Million HP haben. Wir kennen bis jetzt Coral Island, das ist ja so das höchste Levelgebiet. Da haben die höchsten Monster, die Kraken, 600 irgendwas 1000. Die Viecher hier haben einfach nochmal 50% mehr. Und diese 50% mehr jucken den Blade aber überhaupt nicht. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Und wie gesagt, ist auch ohne die... Achso, das kann ich jetzt auch nochmal testen. Naja, gut, okay. Musst halt einen High-Crit hitten.
Ja, aber der Skill ist unrealistisch, weil der hat so einen langen Cooldown, den kann man eh nicht benutzen. Wäre halt interessant, ob der Skill bei Bossen, da steht halt einfach nur Base Time 15 Sekunden ohne Einschränkung, also wird er eigentlich überall 15 Sekunden halten. Wahrscheinlich. So auf die Omme. Na. Der kann nix, Krauschi. Der kann gar nix. So. 70 Millionen HP hat er. Naja gut, das ist jetzt aber nicht genau das, was ich testen. Moment mal, was zum... Hey! Wait, what the fuck? Warte mal, triggert Moonbeam Waterbomb? Was für eine Scheiße, what? Bruh, hat gerade Moonbeam Waterbomb getriggert oder was? Was war das denn? Der erste Hit? Ah, unlucky. Das hat schon wieder Waterbomb getriggert. Zweimal Moonbeam, zweimal Waterbomb. Was für ein Troll. Ja gut, der Damage ist jetzt nicht so optimal natürlich. Keine 200 Cast mit dem RM, aber 1 Million Damage bei einem Giant ist geistesgestört. Und ich habe sogar Berserk nicht mehr an. Einfach 1 Million DPS ohne 200% HC, beziehungsweise halber Bossfight war sogar komplett ohne HC, weil ich weglaufen musste. Na gut, er gibt mir fett aufs Maul, aber ist ja auch 7 Level über mir. Aber den kann man ja sogar easy tanken, Alter. Liegt vielleicht auch daran, dass fast jeder Hit dich wieder Full Life macht. Jesus. Einfach kurz weggeboxt, die Sau. Schon geil. Jetzt will ich wieder Blade spielen. Scheiß auf Jester. Bruh.